Innovation unlocks possibilities to do things better. Change is hard, but it's not reasonable to leave this problem to future generations to clean up our mess. There is no way in which humans will exist in the future without technology, and there's no way that nature will exist unless it can do so side by side with humans. 我认为未来的世界也属于年轻人，需要我们更多的去鼓励大家探索，来产生一些独特、新颖的、有价值的一些事物。Real breakthrough comes when you have the bravery to step into the unknown and to do something really new and unprecedented. You have to be willing to break with the comfortable assumptions of the past and to do something new. Without that pioneering spirit, you would never have any innovation in any industry. We have to think big. There's just no time for compromise when it comes to what we want to accomplish. Innovation is what shapes our future. Deforestation is something that the entire world must be made to care about. Without biodiversity, there's really no saying whether humans themselves can survive or whether we even should. Topher White ist ein Naturschützer, der innovative Technologie einsetzt, um die Wälder der Erde für künftige Generationen zu erhalten. And up here, it's very sort of quiet and peaceful. This tree is amazing. Seine Mission ist die Rettung des Regenwaldes, der Lunge unseres Planeten, Lebensraum von mehr als 50 Millionen Arten. Die Hälfte der Regenwälder weltweit wurden seit den 1960er Jahren zerstört. Manche sagen, der Amazonas-Regenwald könnte in etwas mehr als 40 Jahren vollständig verschwunden sein. There is no future that we want to live in that doesn't involve forests. It's important that all of us come up with innovative solutions to help people there on the ground find a way to stop what is essentially illegal destruction of their environment. Topher leistet Pionierarbeit bei einem Umweltschutzansatz, der sich gerade auf der ganzen Welt verbreitet. Und diese innovative Lösung basiert auf einer sehr einfachen Technologie. We're using cell phone technology, we're using people on the ground, we're using apps, we're using all these things that already exist to bring it all together around a problem that nobody had thought to solve with those things before. Der sogenannte Rainforest Guardian nimmt Geräusche in natürlichen Umgebungen auf, einschließlich die von menschlichen Aktivitäten wie Kettensägen und Fahrzeuge. Eine KI-gestützte App analysiert dann die Audiodaten nach Hinweisen auf Waldzerstörung und sendet Echtzeitwarnungen an lokale RangerInnen, damit diese schnell handeln können. So people there on the ground, whether it's indigenous groups, police, NGOs, they get these alerts, they're able to respond, they listen in, they know where it is, they collaborate, and they're able to get out there and stop it. So this is the chainsaw coming in over the past hour from Sumatra. This is really unfortunate because it's very, very close. But as we can see, it's been reviewed by rangers as well, so they should be able to get out there and stop it. Es ist eine Innovation, die in Zukunft verstärkt zur Bekämpfung von Rodungen und Wilderei eingesetzt wird. Und Topher hat das perfekte Versuchslabor vor seiner Haustür, um diese Technologie zu verfeinern. We're in a redwood forest about an hour south of San Francisco. This here is about a 260-foot redwood, which is a great one for us to test putting a Guardian up. And what's great about this spot is that there's no cell phone service. So it's very similar to a lot of the places in the rainforest that we sort of work in. Das Gerät wird durch eine Reihe von Solarzellen mit Strom versorgt. Sein Design schützt es vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Und Antennen ermöglichen das Hochladen der Waldgeräusche in die Cloud. Es ist ganz einfach zu installieren, wenn man auf Bäume klettern kann, die fast 100 Meter hoch sind. But this is plenty high enough for us to actually put one of these Guardians up. And even now, when you stay quiet, you can hear the birds. You can hear the rustling of the wind in the trees. You can hear the rain in the distance. So that's what we're trying to set out to do, is pick up these sounds, understand the forest when we're not around. Die Geräte sind die Ohren der RangerInnen auf dem ganzen Planeten. Sie wurden an 10 Standorten installiert, die 6000 Quadratkilometer Regenwald umfassen und 4 Milliarden Bäume. Doch intelligente Abhörgeräte versprechen nicht nur mehr Hoffnung für die Zukunft des Planeten. Sie revolutionieren auch die Umweltwissenschaft durch die Erfassung und Analyse von Audiodaten, bekannt als Bioakustik. The most interesting stuff in nature happens when people aren't watching.
And the ability to listen in and hear it and sort of learn more about how nature is interacting with itself when we're not around, that's really what's amazing. Bioakustik, angetrieben durch KI, bedeutet, dass Forschende das Verhalten und die Artenvielfalt auf eine höher entwickelte und effektivere Weise als je zuvor untersuchen können. Es erschließt neue Möglichkeiten, gefährdete Arten zu erhalten. And that's what's really exciting to me. What are the ways in which this sort of listening in our nature tells us about things that we never would have thought were there, things that we never were intended to hear, the mysteries of nature that have been hidden from us for so long. Diese innovative Technologie ermöglicht auch eine nachhaltigere Zukunft für die Ozeane dieser Welt. The waters off West Cork are actually one of the best places in the whole world to go whale watching. We have amazing wildlife right on our doorstep, with over 25 species of cetaceans recorded in Irish waters to date. Meeresforscherin Ima Kivni ist gerade dabei, Irlands erstes Echtzeit-Hydrophon-Abhörgerät einzusetzen. Bioacoustics is an evolving discipline that has really benefited from the onset of innovative technologies and has allowed scientists to peer inside the secret world of whales, to listen to them in real time and to use AI and machine learning algorithms to classify each species. Umfassenderes Wissen über den Buckelwal zu erhalten, war noch nie so relevant wie heute. Zunehmender Lärm durch den Schiffsverkehr bedroht ihre Art. Ohne eine Veränderung sieht ihre Zukunft düster aus. Noise pollution is a particular issue for cetaceans because they rely heavily on sound for their survival. That involves communication, navigation, hunting prey, avoiding predators and finding their mates. We've lost more than 60% of our wild marine mammals in the last 50 years. This data that we're collecting with the Smart Sounds Whale project can be used to inform policy. We'll understand more about the effect of noise pollution from shipping on these species, and ultimately it will be able to contribute to the conservation of these animals. Vom Schutz natürlicher Lebensräume bis zum Erforschen der Arten, die sie bewohnen, wird innovative Technologie eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie die Menschheit mit ihrer natürlichen Umwelt in der Zukunft umgeht. There is no way in which humans will exist in the future without technology, and there's no way that nature will exist unless it can do so side by side with humans. There is a new frontier of discovery in front of us when it comes to the natural world. There's so much left to see, and this is the only moment for us to gather it before it all changes. Innovationen sind von zentraler Bedeutung für die Bewältigung der größten Herausforderung, vor der die Menschheit je gestanden hat: der Klimawandel. We do not yet have all the answers in how we can even prevent climate change. New ways of doing things will have to be devised. New technologies will have to be devised. 气候变化成为人类生存与发展的一个巨大挑战。绿色与节能将是技术创新的重要领域。 Fossile Brennstoffe durch nachhaltige Lösungen zur Energiegewinnung zu ersetzen, ist der erste entscheidende Schritt. Und digitale, intelligente Technologien wie KI revolutionieren die erneuerbare Energieerzeugung. Die zukünftige Reduzierung der Kohlenstoffemissionen wird radikalere Innovationen erfordern. Es bedeutet, dass man mittels Technologie Kohlenstoff physisch aus der Atmosphäre extrahieren muss. Eine Frau und ihr Team nehmen diese Herausforderung an. We're literally capturing CO2 from the atmosphere. And it sounds like a bit of magic, but it's not. That's how we put people in spacecraft and in submarines. We've done so for decades. And what's different about what carbon engineering is doing is that we designed a new way of doing things that use some clever chemistry to do it at massive climate-relevant scale and at low cost. Das kanadische Energieunternehmen Carbon Engineering ist führend in der Entwicklung einer innovativen Technologie namens Direct Air Capture. Eine neue Technologie extrahiert Kohlendioxidmoleküle aus der Atmosphäre unter Verwendung eines umfunktionierten Klimaturms. What you see behind me is something called the air contactor, where we move massive amounts of air through the system. The air comes in contact with a strong basic solution. That's the first step in the process. We then take that liquid over to a pellet reactor we have on the other side of this tower here. We precipitate out pellets like little seashells that contain a much higher concentration of the atmospheric CO2. And then finally, we take those pellets and heat them up to about 900 degrees Celsius. And now that CO2 is available to make a carbon product or to put safely back underground. The other chemicals can go back and go pick up some more carbon dioxide. Der Bedarf an solch innovativer Technologie zur Abscheidung von Kohlenstoff ist notwendig und wird Tag für Tag dringlicher.
we've added all of this carbon dioxide to the atmosphere. Climate scientists today say that we might need to scrub 10 to 20 gigatons, 10 to 20 billion tons of CO2 back out every year by the time we get to 2050. Das Ausmaß dieser Herausforderung ist enorm. Doch Loris Ehrgeiz ist dies auch. This is our first commercial scale plant in the Permian Basin in Texas. This facility, once complete, will remove 1 million tons of atmospheric CO2 per year, which is the equivalent to 40 million trees. InnovatorInnen wie Lori besitzen die Art von mutigem Denken, das gebraucht wird, um einen katastrophalen Klimawandel in der Zukunft zu verhindern. You know, I'm a mom, I have kids, I want to leave our planet with a healthy amount, a safe amount of atmospheric CO2 for the future. But also, I'm an engineer, and I know that we know how to solve this problem. We have a responsibility to solve that problem today. It's not reasonable to leave this problem to future generations, to expect that they will clean up our mess. Die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen erfordert kühne Lösungen. Und nur wenige sind kühner als die Automatisierung. Aufgaben, die früher von Menschen erledigt wurden, vom Saubermachen bis zum Finanzhandel, werden jetzt von hocheffizienten Maschinen erledigt. Die Autoindustrie in China trägt dazu bei, diesen enormen Wandel zu beschleunigen. Und ein Innovator hat dabei den Fuß auf dem Gaspedal. Su Qing ist Präsident und Chefarchitekt von Huaweis Lösungen für autonomes Fahren. 我们大概是从2013年开始这个 project 的。自动驾驶可能是一个很难的问题，大家都知道，因为自动驾驶是第一次一台 computer 进入真实的物理世界，去跟人一块儿去开车。你知道，对，特别是在中国的交通环境下，开车可能even对一个普通的司机来说，也是一个挺危险的一件事情，对吧？何况是对一台 computer。Su Qing glaubt, dass automatisierte Fahrzeuge zukünftig einen viel sichereren Straßenverkehr ermöglichen. Einen, der unzählige Leben retten wird. 但实际上，每年交通事故杀掉的人大概是100多万，算下来的话，每天3000多，也就是每天就是6架A380坠毁，很恐怖的一个数字，对吧？自动驾驶很大程度上能解决这个问题，当然确实是需要时间，我同意。 Es bestehen viele technologische, regulatorische und kommerzielle Herausforderungen, bevor der Traum vom autonomen Fahren Wirklichkeit wird. Aber viele schwierige Aufgaben wurden bereits erledigt auf dieser langen, bahnbrechenden Reise. 人类社会谈 robotics 已经谈了，其实可能有几十年了吧，没有一个真正能落地的一个 robotics， 我指的是能够介入大家的这个生活的。那么我们可以看到，自动驾驶车是一个真正的一个可以落地的、影响每个人生活的一个 robotics。 Kritische Stimmen befürchten, dass die Automatisierungsrevolution Arbeitsplätze kosten wird. Doch sicherlich werden so auch viele der Herausforderungen der Menschheit gelöst. Und darin liegt die Zukunft. Für die Branche der automatisierten Fahrzeuge wird vorausgesagt, dass sie bis 2026 $550 Milliarden wert sein wird. It may take another 10 or 20 years, but I think autonomous vehicles will make transportation safer and more productive. Within the medium-term future, we will see fleets of connected autonomous vehicles on our roads, and that will be good for everybody. Das Gehirn eines jeden autonomen Fahrzeugs ist ein eingebauter Supercomputer. Unterstützt durch eine Reihe von Sensoren, die seine Umgebung sehen und fühlen. 所有安装完传感器的车辆会送到这个标定间里面，做一次全自动化的标定。 大概1分钟左右能标定完，标定完以后，这辆车基本就处于一个硬件 ready 的一个状态。 Die Technologie hinter der Automatisierungsrevolution, von fortschrittlichen Kamera- und Lasersystemen bis hin zu intelligenten Sensoren und neuen Kartierungstechniken, basiert auf künstlicher Intelligenz. 在这个屏幕后面，其实是一个很大的一个数据中心。大家都知道，自动驾驶的这个数据其实非常重要。 因为每天的路测的数据，我们会回传以后，会在这里做实时的分析。 Das Mapping Center sammelt Daten von Fahrzeugen und analysiert sie, um Echtzeit-Updates zu liefern, in einer sich ständig verändernden städtischen Umgebung. 我们这儿会有一套动态系统，会实时的去通过路上的车辆的运营的数据，会都实时的更新整个的地图系统。对，大概是这样。 Das autonome Fahren steckt noch in den Kinderschuhen, aber die Technologie verspricht eine bessere und effizientere Zukunft, nicht nur für den Verkehr, sondern auch generell für die Städte.
Die Entwicklung von Lösungen für künftige Herausforderungen ist eine riskante Angelegenheit. Das bisherige Wissen in Frage zu stellen und disruptiv auf etablierte Industrien einzuwirken, ohne Garantie auf Erfolg, erfordert Mut und Überzeugung. Und das ist es, was InnovatorInnen auszeichnet. You need to be willing to work on some stuff that will not work out. Risk-taking is essential. Entrepreneurs, people who want to change the world in a particular way that they care about. Those are the people that are going to take those risks, and those are the people that are going to start new companies. Bal Miftakov setzt seine Zukunft aufs Spiel, mit dem Versuch, die Luftfahrt zu revolutionieren. Ein Industriezweig, der bekanntermaßen sehr zögerlich ist, was Veränderungen angeht. Genauso wie in der Bereitschaft, den Klimawandel zu bekämpfen. Everybody's building electric cars now. You have electric trucks, you have hydrogen trucks. So everybody else is doing better and better. But aviation, we don't have a solution. Die Luftfahrt hat sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht grundlegend verändert. Und die Entwicklung skalierbarer, umweltfreundlicherer Technologien für den Antrieb von Flugzeugen hat sich als überaus schwierig erwiesen. Everything that we do is pretty much done for the first time. Every time you have challenges and you solve them, and that's how you push forward. Bisheriges Wissen zu hinterfragen und kalkulierbare Risiken einzugehen, das nehmen InnovatorInnen wie Val auf der Suche nach neuen Technologien gern in Kauf. I'm a balanced risk taker. Most of our team is like that as well, and culture of the company. So we are open to taking calculated risks. You do not have such thing as zero risk scenario, right? Without it, we wouldn't have any innovation in any industry, really. Vals Lösung für kohlenstofffreies Fliegen ist Wasserstoff. The only meaningful source of energy is hydrogen for zero-emission aircraft. We need to look at credible ways to get us there without violating the laws of physics or creating new science, but we need to make it happen. Sinnvolle Veränderungen auf Industrieebene zu schaffen, ist eine gewaltige Herausforderung. Genau dieses mutige Denken, das Val vertritt, ist nötig, um etablierte Akteure zu überzeugen, neue Perspektiven einzunehmen, welche die Zukunft verbessern werden. Like with any new technology, there are a lot of doubters, and there is a lot of inertia in the industry to just continue doing what we were doing. People are talking about various challenges. We think all those challenges can be overcome, and the best way to persuade people is to actually demonstrate it. Without that pioneering spirit, you would never have any innovation in any industry. Technologie kann dazu beitragen, eine bessere Zukunft zu gestalten. Und es sind die jungen InnovatorInnen, die diesen Wandel vorantreiben werden. We rely on future generations in order to innovate, because those are the ones that are going to first understand how we have come so far through education, and then see what else can be done. Chang Liu gehört zu dieser neuen Generation von InnovatorInnen mit der Mission, unsere Zukunft zum Besseren zu verändern. We want to extend human capabilities beyond physical presence. We believe that will transform the way we live and work and make our world a safer and happier place. Er ist der junge Vordenker hinter der Firma Extend Robotics. Yeah, we are connected and good to go. Ein kleines britisches Startup mit einer großen Vision. Everyone has done video chat in office, at home. But what if you can not only chat, but also able to do physical tasks over the internet? Imagine how life would look like with that type of technology. Changs Vision ist eine Zukunft, in der Menschen und Roboter zusammenarbeiten, um gemeinsam komplexe Aufgaben aus der Ferne zu erledigen. Basically, we are utilizing virtual reality technology into robotics so that people can actually immerse themselves in a remote location in 3D. At the same time, very intuitively operate the robots, only using gestures. Junge InnovatorInnen wie Chang sind TräumerInnen. Eine Eigenschaft, die er für entscheidend hält, wenn seine Generation die Innovationen der Zukunft erschaffen soll. Great advancement of the technologies comes from young people's ambition, and we really need to cherish this ambition from young innovators that could have the potential to change the world the big way.
Eine Förderung der InnovatorInnen von heute wird dabei helfen, die globalen Herausforderungen von morgen zu bewältigen. Dies ist eine wesentliche Chance für Innovationen, um die Zukunft der Welt zum Besseren zu gestalten. There is a lot of potential for entrepreneurs and innovators today because there are huge problems to solve, and with those come huge opportunities. We have to support the next generation to innovate creatively and freely. You need to be a dreamer, you need to be committed to making the future different and better. 我们所有这些技术创新，就怎么能真正的帮助可以解决人类的问题，推动社会的进步，带来这样一些福祉。